Dass Helikopter im Microsoft Flight Simulator immer mehr an Bedeutung gewinnen, zeigt nicht zuletzt, dass die aktuelle Local Legend Nummer 14 eben genau ein solcher ist. Kann der Bell 47J Ranger überzeugen? In diesem Video werfen wir einen Blick darauf und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Von Microsoft in Zusammenarbeit mit Inibuilds entworfen, ist der Bell 47J Ranger am InSim-Marktplatz für Xbox und PC gelandet. 4,5 von 5 Sternen bei 37 Bewertungen sind für den Start ganz ordentlich. Werfen wir einen Blick in den Inhaltsmanager nach der Installation der Maschine, so sehen wir, dass wir gut 1 GB dafür bereitstellen müssen für die Version 1.0.1. Die weiteren Infos verraten, dass dies bereits eine Update-Version ist. Wie in der Store-Beschreibung erwähnt, befinden sich in unserem Hangar nun 2 Versionen des Helikopters. Einmal mit Kufen und einmal mit Floats. Beide Varianten verfügen über jeweils die gleichen Lackierungen, insgesamt derer 7. Was die Location angeht, so befinden wir uns heute an einem Airport, der Teil des aktuellen World Updates rund um die Karibik ist, und zwar am TFFS. Das gezeigte Videomaterial stammt ausschließlich von Xbox Series X. Der 47J Ranger ist ein einmotoriger Hubschrauber mit Kolbenmotor, der von Bell Helicopter in den Vereinigten Staaten entwickelt und hergestellt wurde. Der Erstflug fand 1945 statt, im darauffolgenden Jahr wurde die Maschine offiziell eingeführt. Wir sprechen hier über eine Länge von 9,88 Metern bei einer Höhe von 2,82 Metern und das Zweiblatt-Hauptrotorsystem hat einen Durchmesser von 11,33 Metern. Der 6-Zylinder-Kolbenmotor liefert bis zu 260 PS an die Rotorsysteme, wodurch wir eine Reisegeschwindigkeit von 146 km/h erreichen bei einer Höchstgeschwindigkeit von 169 km/h. Die Reichweite beträgt 418 Kilometer bei einer Steigrate von 4,42 Metern pro Sekunde und einer Dienstgipfelhöhe von 3350 Metern über dem Meeresspiegel. Wenn wir uns die Außenhülle so ansehen, dann stellen wir fest, dass die Qualität der Texturen durchweg sehr ordentlich ist. Selbst feinste Rillen an den Seilsystemen und deren Umlenkrollen sind deutlich zu erkennen. Wenn wir einen Blick in den Innenraum werfen, dann fällt uns direkt eines auf. Die riesige Glaskuppel und die nach links versetzten Instrumente ermöglichen einen sehr großzügigen Blick nach außen und lassen auf ein spektakuläres Flugvergnügen hoffen. Über Geschmäcker in diesem Fall für die Polsterung lässt sich ja bekanntlich streiten. Abgesehen davon hätten die Texturen im Innenraum aber schon etwas hochauflösender sein dürfen, meiner Meinung nach. Viel zu entdecken gibt's leider nicht. Ja, die Türen lassen sich öffnen, aber so Dinge wie diese Zeitschrift hier oder das Funkgerät lassen sich hier nicht entnehmen oder bedienen. Alle Instrumente sind sauber ablesbar und erreichbar. Hier passen die Texturen, wie ich finde. Auf alle Funktionen gehen wir natürlich gleich noch ein, unter anderem auf das Handy. Unter der Rückbank hinten befindet sich dann noch ein bisschen Gepäck und ein Erste-Hilfe-Kasten, den wir hoffentlich nicht brauchen. Wir wechseln hier einmal in die Außenansicht und sehen uns unseren Piloten und dessen Bewegungen an. Wie immer macht er selbstverständlich einen maximal motivierten Eindruck, aber die Bewegungen wirken dann doch etwas hölzern. Immerhin, sobald wir in die Pedale treten, kommen die entsprechenden Bewegungen hinten über das Seilzugsystem am Heck des Helikopters an. Wir werfen einen Blick auf die Checkliste. Und hier ein Hinweis, diese ist zwar vorhanden und lässt sich auch entsprechend bedienen, sprich sobald wir hier einen entsprechenden Schalter anwählen und auf das Auge klicken, sehen wir auch, wo sich dieser Schalter befindet. Ich empfehle euch jedoch auf jeden Fall auch einen Blick in das Handbuch zu werfen. Dieses war Side-Release verfügbar und findet ihr unten als Link in der Videobeschreibung. Bevor wir jetzt gleich aus dem Cold and Dark heraus starten, habe ich hier die Batterie schon mal aktiviert, um euch das Handy zu zeigen. Über die Settings habt ihr verschiedene Einstellmöglichkeiten. Als ersten Punkt könnt ihr hier die Drehzahl automatisch einstellen lassen. Außerdem könnt ihr von dem modernen Cockpit auf das klassische Cockpit umschalten. Des Weiteren gibt es eine Regenhaube, die ihr aktivieren und deaktivieren könnt.
Und um eure Fluglage besser einschätzen zu können, könnt ihr euch auf die Windschutzscheibe eine entsprechende Markierung anzeigen lassen. Nachher im Flug werdet ihr das auch sehen und das kann tatsächlich schon sehr unterstützen. Außerdem ebenfalls über das Handy anwählbar ist eine Karte mit der Darstellung eurer Position und auf der ihr rein und rauszoomen könnt. Hier nochmal eine etwas größere Ansicht auf das klassische Cockpit. In beiden Varianten habt ihr im Übrigen hier auch Zugriff auf eine Checkliste. Die Tooltips solltet ihr dann allerdings deaktivieren. Für die Ausleuchtung bei Nachtflügen, zumindest was die Instrumente angeht, habt ihr hier eine entsprechende Instrumentenbeleuchtung. Nachher im Testflug zeige ich euch auch das und wir drehen ein bisschen an der Uhr. Während meiner Tests trat leider ein Problem auf das ich auf jeden Fall hinweisen möchte. Das Ganze betrifft den Gashebel, hier einmal in der Checkliste entsprechend markiert. Der Gashebel ist dieser große Hebel hier auf der linken Seite neben dem Sitz und dieser muss vorne am Griff gedreht werden, um ihn entsprechend zu verstellen. Also nicht die Blattverstellung an sich, die funktioniert hier auch einwandfrei. Es geht lediglich um den Drehgriff am Gashebel. Und genau dieser wollte sich, egal wie ich mich positioniere, mit dem Controller nicht aktivieren lassen. Um zu interagieren wird hier normalerweise A gedrückt, das funktioniert aber nicht. Zumindest mir war es zum Zeitpunkt der Aufnahmen nicht möglich. Mit einer gleichzeitig angeschlossenen Maus an der Xbox funktionierte es jedoch ohne Probleme. Links oben seht ihr dann den entsprechenden Wert eurer Einstellung und mit der Maus bzw. dem Mausrad ist der Gashebel problemlos bedienbar. Solltet ihr selbst schon Erfahrungen mit dem Modell hier gesammelt haben, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie sich das Ganze bei euch verhält. Okay, jetzt wird es Zeit, die Maschine einmal zu starten, direkt aus dem Cold and Dark heraus. Ich habe hier einen Neustart hingelegt und wir arbeiten der Reihe nach alle Knöpfe ab. Zuallererst stellen wir das Gemisch auf 100%. Um im Anschluss die Batterie einzuschalten. Und hier auch noch ein kleines Detail als Hinweis. Werft hierbei einmal parallel einen Blick auf das Handy und dessen Ladestand bzw. Akku und Netzverbindung. Sobald wir die Batterie aktivieren, kommt hier ein kleines Steckersymbol. Ansonsten, wenn die Batterie deaktiviert ist, zieht das Handy seinen Strom aus dem Akku. Technik, die begeistert. Als nächstes aktivieren wir hier den Generator und den Treibstoff. Und jetzt wird normalerweise hier am Gashebel gedreht und dazu brauchen wir dann wieder die Maus. Ihr seht's, ich gehe hier auf 15%. Danach stellen wir hier den Hebel für die Zündmagneten auf beide. Und schalten die Positionslichter und die Signalleuchten auf ein. Außerdem aktivieren wir hier den Landescheinwerfer. Hier unten befindet sich dann noch der Regler für die automatisierte RPM-Vergabe. Auch den Schalter für die Öltemperatur aktivieren wir hier oben. Und hier unten haben wir noch einen Schalter für den Ventilator. Funktioniert der eigentlich? Hey, sogar mit Sound. Apropos Sound, ich drücke jetzt hier einmal den Triebwerksstartknopf und ab diesem Zeitpunkt bin ich einfach mal ruhig und lasse den Sound auf euch ein bisschen wirken, damit ihr euch da ein vernünftiges Bild von machen könnt.
So, und während die Maschine hier jetzt weiter hochfährt, schalten wir hier einmal unter den Settings auf die automatische RPM-Steuerung. Und ganz ehrlich, so richtig nachvollziehen können, was da überhaupt passiert im System, habe ich es nicht. Vielleicht hängt das Ganze auch ein bisschen mit der Controller-Maus-Situation an Xbox zusammen. Ihr erinnert euch, aktuell funktioniert das scheinbar nur per Maus. Und als ich das Ganze dann über die Maus eben versucht habe, sprang die RPM-Steuerung plötzlich in eine Automatik über, die eigentlich laut der Einstellung schon von Grund auf hätte vorhanden sein sollen. Ihr seht das, der Drehhebel dreht sich jetzt automatisch und passt die RPM entsprechend an, je nachdem, ob wir beispielsweise hier am Boden stehen bleiben wollen oder gerade versuchen abzuheben. Um das Ganze manuell zu steuern, also nicht automatisch über RPM steuern zu lassen, muss man auf jeden Fall das Ganze in seine Steuerung manuell mit einbeziehen und entsprechend hinterlegen. Okay, Sound aufgedreht und abgehoben. Moment, ich male noch schnell ein Bild in die Windschutzscheibe. Augenblick. Und go in den Chat. Na, das hat auch sensationell gut geklappt. So, jetzt drehen wir hier mal ein bisschen an der Uhr und stellen auf Nacht, damit ihr auch von der Beleuchtung einmal einen Eindruck bekommt. Und das war jetzt natürlich maximal clever, die Sonne dann abzudrehen, wenn die Lichter im Cockpit noch gar nicht angeschaltet sind. Aber ich glaube, ich finde es auch so. Für den eigentlichen Innenraum gibt es dann auch weiter keine Beleuchtung. Also das ist wirklich die maximale Ausleuchtung. Zur Bedienung ist das aber absolut ausreichend. Und das stört mich hier eigentlich schon den ganzen Flug über. Also zweimal drauf gedrückt.
weiter geht's. Zusammengefasst ist meine Flugerfahrung wie folgt: Start und der Flug an sich sind okay. Die Landung hingegen ist gerade mit Controller eine echte Herausforderung. Und nach der Landung ist mir direkt noch etwas aufgefallen. Guckt euch mal meinen Piloten und den Innenraum allgemein an. In der Außenansicht verschwindet, je nach Zoomstufe, nach und nach das komplette Innenleben. Und das sieht dann natürlich schon etwas doof aus. Ob das jetzt vielleicht nur an dieser einen Livery liegt oder eventuell an der Umgebung, in der wir uns befinden, sprich an diesem Airport. Ja, könnte alles sein, darf es aber unterm Strich nicht. Und nach Monaten hatte ich nach der Installation dieses Inhaltes einmal wieder Folgendes. Genau, ein Total-Crash zurück aufs Dashboard und das gleich 5-mal während meiner Aufnahmen. Das ist zu oft. Die Floats-Variante möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, denn hier habt ihr eine zusätzliche Option in den Settings am Handy. Und zwar könnt ihr hier eine kleine Treppe platzieren, damit ihr nicht über die Floats stolpert, gegen die Tür knallt und am Ende doch noch den Medizinkoffer benötigt. Ein kleines Fazit. Für knapp 15 € bzw. knapp 10 € für Pilotinnen und Piloten der Premium und Premium Deluxe Edition des Microsoft Flight Simulators ist dieser Zusatzinhalt am InSim Marktplatz erhältlich. Meine Empfehlung: Stand jetzt würde ich mit dem Kauf des Helikopters noch warten. Es gibt ganz einfach zu viele kleine Dinge, die mittels Patch noch nachgereicht werden müssen. Beispielsweise muss das Pop-Up-Cockpit, nenne ich es einfach mal, plus Pilot, noch dringend nachgebessert werden. Die Bedienbarkeit ausschließlich mit Controller war leider nicht gegeben. Am krassesten waren aber die insgesamt 5 Crashs zurück zum Dashboard bei einem ansonsten vor der Installation dieses Zusatzinhalts sauberem System. Ich möchte gerne positiv an die Sache herangehen. Alles kann per Patch entsprechend nachgereicht werden. Wie seht ihr das? Habt ihr Fragen oder Ergänzungen zum Gezeigten? Nutzt bitte sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Wenn euch der Inhalt gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat, lasst mir sehr gerne ein Däumchen da. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.